Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Ben, was machst du heute? Hallo, Anna. Ich sitze einfach im Park. Ich entspanne hier gerne am Nachmittag. Wie sieht es bei dir aus? Mir geht es auch gut. Ich bin hierher gekommen, um über etwas Spaßiges zu reden. Weißt du, worüber ich sprechen möchte? Ja, ich glaube, du möchtest über Obst sprechen, oder? Ja, das ist richtig. Ich liebe Obst und möchte dir mein Lieblingsobst vorstellen. Was ist dein Lieblingsobst, Ben? Mein Lieblingsobst ist ein Apfel. Ich mag Äpfel, weil sie knackig und süß sind. Ich esse sie jeden Tag. Das ist schön. Ich mag Äpfel auch, aber mein Lieblingsobst ist eine Banane. Ich liebe Bananen, weil sie weich, süß und sehr leicht zu essen sind. Bananen sind gut. Manchmal esse ich Bananen, wenn ich es eilig habe. Sie sind perfekt für einen schnellen Snack. Ja, genau. Bananen sind sehr praktisch. Ich nehme sie gerne mit, wenn ich zur Schule oder zur Arbeit gehe. Was magst du an Äpfeln? Ich mag, dass Äpfel knackig und saftig sind. Sie gibt es in vielen Farben wie Rot, Grün und Gelb. Ich mag auch, dass sie gesund sind. Äpfel enthalten Vitamine und sind gut für mein Herz. Das stimmt. Äpfel sind sehr gesund. Ich habe gehört, dass sie helfen, fit und stark zu bleiben. Ja, meine Mutter sagt immer, ein Apfel am Tag hält den Doktor fern. Das habe ich auch schon gehört. Das bringt mich zum Lächeln. Ich denke, dass alle Früchte gesund sind, aber ich liebe Bananen besonders, weil sie so süß sind und mich satt machen. Manchmal esse ich eine Banane, bevor ich trainiere. Das ist eine gute Idee. Manchmal esse ich einen Apfel vor meinem Morgenlauf. Das gibt mir Energie. Isst du Äpfel lieber pur oder mit etwas dazu? Ich esse sie gerne pur, aber manchmal schneide ich einen Apfel in Scheiben und tue ein wenig Erdnussbutter darauf. Das schmeckt sehr lecker. Das klingt köstlich. Das habe ich noch nie probiert. Ich esse Bananen normalerweise pur, aber manchmal mische ich sie in einen Smoothie mit Joghurt. Smoothies sind großartig, weil sie kalt und erfrischend sind. Ich liebe Smoothies auch. Ich mag einen gemischten Obstsmoothie mit Äpfeln, Bananen und ein paar Beeren. Das ist sehr gesund und schmeckt an einem heißen Tag sehr gut. Ja, gemischte Obstsmoothies sind im Sommer meine Favoriten. Welche anderen Früchte magst du neben deinem Lieblingsobst? Ich mag viele Früchte. Ich mag Orangen, weil sie saftig und süß sind. Ich mag auch Erdbeeren und Trauben. Ich liebe Erdbeeren und Trauben auch. Sie sind sehr süß und perfekt für einen Snack. Manchmal esse ich sie zum Frühstück. Ich stimme zu. Ich füge morgens gerne ein paar Trauben zu meinem Müsli hinzu. Das macht mein Frühstück lustig. Kennst du interessante Fakten über Äpfel oder Bananen? Ja, das tue ich. Ich habe gelernt, dass es weltweit mehr als 7500 Apfelsorten gibt. Das sind viele Äpfel. Oh, das ist erstaunlich. Das wusste ich nicht. Ich weiß, dass Bananen eine der beliebtesten Früchte der Welt sind. Sie werden in vielen Ländern angebaut und sind sehr günstig und leicht zu finden. Das stimmt. Ich sehe Äpfel und Bananen in jedem Supermarkt. Sie sind sehr gängige Früchte. Ich finde, beide Äpfel und Bananen sind großartig, aber sie sind unterschiedlich.
Äpfel sind knackig und manchmal etwas sauer, während Bananen immer süß und weich sind. Ja, das ist eine gute Art, sie zu vergleichen. Ich mag das Knacken eines Apfels und du magst die Weichheit einer Banane. Richtig. Ich mag auch, dass Bananen keine Kerne haben. Sie sind sehr leicht zu essen. Ich kann eine Banane in einem Biss essen, wenn ich will. Das ist sehr wahr. Manchmal muss ich einen Apfel in Scheiben schneiden, weil er zu groß ist, um ihn ganz zu essen. Aber das mag ich auch, weil ich die Scheiben mit meinen Freunden teilen kann. Obst zu teilen macht Spaß. Manchmal bringe ich ein paar Äpfel und Bananen zu einem Picknick mit meinen Freunden. Picknicks sind großartig für Obst. Ich bringe immer ein paar Trauben und einen Apfel mit, wenn ich ein Picknick mache. Was ist deine Lieblingsart, einen Apfel zu essen? Ich esse gerne einen Apfel pur, aber ich backe sie auch gerne. Gebackene Äpfel mit ein wenig Zimt sind sehr lecker. Das klingt gut. Ich habe gebackene Äpfel noch nie probiert. Vielleicht werde ich das beim nächsten Mal ausprobieren. Das solltest du. Es ist sehr einfach zuzubereiten. Einfach den Apfel in Scheiben schneiden, ein wenig Zimt darüber streuen und ein paar Minuten backen. Ich werde dieses Rezept ausprobieren. Und was ist mit Bananen? Magst du sie auf eine besondere Art? Ich mag Bananen in einem Smoothie, aber ich mag sie auch gerne auf Toast mit ein wenig Honig. Das ist sehr süß und gesund. Das klingt köstlich. Ich habe schon einmal Bananenbrot gemacht und es ist sehr gut. Manchmal füge ich auch eine kleine Prise Zimt auf mein Bananenbrot hinzu. Zimt macht alles besser. Ich probiere gerne neue Rezepte mit Obst. Unterschiedliche Früchte zu mischen macht immer Spaß. Ja, ich stimme zu. Manchmal mache ich einen Obstsalat mit Äpfeln, Bananen, Erdbeeren und Trauben. Er ist sehr bunt und sehr gesund. Obstsalat ist mein Lieblingsgericht im Sommer. Er ist sehr erfrischend und voller Vitamine. Ich fühle mich glücklich, wenn ich Obst esse. Es ist nicht nur gut für meinen Körper, sondern es bringt mich auch zum Lächeln. Das geht mir genauso. Obst zu essen ist ein einfaches Vergnügen. Ich wähle immer Obst als Snack anstelle von Süßigkeiten oder Chips. Das ist eine gute Wahl. Obst ist natürlich und voller Energie. Es hilft mir, wach und aktiv zu fühlen. Isst du jeden Tag Obst? Ja, ich versuche mindestens ein Stück Obst jeden Tag zu essen. Manchmal esse ich 2 oder 3 Stücke. Ich mache das Gleiche. Ich esse morgens immer einen Apfel und manchmal nachmittags eine Banane oder ein paar Trauben. Ich denke, es ist sehr wichtig, jeden Tag Obst zu essen. Es gibt uns Vitamine und hilft uns, gesund zu bleiben. Ich stimme zu. Mein Arzt sagt, dass Obst gut für meine Haut und mein Herz ist. Ich fühle mich gut, wenn ich gesund esse. Ich mag es, dass viele Früchte sehr leicht zuzubereiten sind. Man muss sie nur waschen und essen. Ja, das ist eines der besten Dinge an Obst. Sie sind sofort essbar und brauchen kein Kochen. Manchmal packe ich sogar ein Stück Obst in meine Tasche, wenn ich ausgehe. Es ist ein perfekter Snack für die Schule oder die Arbeit. Das mache ich auch. Ich nehme immer einen kleinen Apfel oder eine Banane mit, wenn ich ausgehe. Es hilft mir, zwischen den Mahlzeiten nicht hungrig zu sein. Kaufst du Obst auf dem Markt oder im Supermarkt? Ich kaufe mein Obst normalerweise im Supermarkt. Ich wähle gerne frische Äpfel und Bananen. Manchmal gehe ich am Wochenende zum lokalen Markt. Ich liebe den lokalen Markt. Das Obst dort ist sehr frisch und manchmal ist es günstiger als im Supermarkt. Ja, das habe ich auch bemerkt.
Ich gehe gerne am Samstagmorgen zum Markt. Ich kann mit den Bauern sprechen und mehr über ihr Obst erfahren. Das ist schön. Ich stelle gerne Fragen dazu, wie das Obst angebaut wird. Ich habe gelernt, dass einige Äpfel in sehr kalten Gegenden wachsen und einige Bananen in warmen, sonnigen Regionen. Das ist interessant. Das wusste ich nicht. Ich finde es wichtig zu wissen, wo mein Essen herkommt. Ich auch. Das lässt mich das Obst noch mehr schätzen. Ich wähle immer biologische Früchte, wenn ich kann. Sie sind etwas teurer, aber ich denke, es lohnt sich. Ich stimme zu. Biologisches Obst ist sehr gut, weil es keine Chemikalien hat. Es ist natürlich und gesund. Kennst du Rezepte, die Äpfel oder Bananen verwenden? Ja, das tue ich. Ich mache manchmal Apfelkuchen mit meiner Großmutter. Er ist ein wenig süß und sehr lecker. Ich liebe Apfelkuchen. Ich habe ihn einmal in einer Bäckerei probiert und er war köstlich. Ich mache auch gerne Bananenbrot. Es ist weich und süß und ein großartiger Snack. Bananenbrot ist sehr gut. Ich mag es mit einer Tasse Tee. Ich füge auch gerne Nüsse zum Brot hinzu. Das macht es knusprig. Das klingt nach einer großartigen Idee. Vielleicht werde ich das nächste Mal ausprobieren, wenn ich backe. Backen mit Obst macht Spaß, weil das Obst alles besser schmecken lässt. Ja, und der Duft von gebackenen Äpfeln oder Bananen ist wunderbar. Er lässt das ganze Haus gut riechen. Ich fühle mich sehr glücklich, wenn ich Obst esse. Es ist wie ein kleines Geschenk der Natur. Das geht mir genauso. Obst ist einfach, gesund und sehr lecker. Es ist eines meiner Lieblingsgerichte, die ich jeden Tag esse. Ich denke, wir haben Glück, so viele Arten von Obst zu haben. Es gibt immer neue Früchte zu probieren. Ja, ich möchte mehr exotische Früchte wie Mangos und Papayas probieren. Ich habe gehört, dass sie sehr süß sind. Ich habe Mangos probiert und sie sind köstlich. Sie sind sehr saftig und ein wenig anders als Äpfel und Bananen. Ich möchte als nächstes Drachenfrucht probieren. Ich habe sie auf dem Markt gesehen und sie sieht sehr interessant aus. Drachenfrucht ist sehr schön. Sie ist pink und hat grüne Schuppen. Ich habe gehört, dass sie süß und auch sehr gesund ist. Ich werde beim nächsten Mal, wenn ich den Markt besuche, nach Drachenfrucht suchen. Neue Früchte auszuprobieren ist immer aufregend. Ich stimme zu. Jede Frucht hat ihren eigenen Geschmack und ihre eigene Textur. Das macht sie besonders. Isst du manchmal Trockenfrüchte? Ja, das tue ich. Ich mag getrocknete Äpfel und getrocknete Bananen. Sie sind süß und zäh. Manchmal esse ich sie als Snack. Trockenfrüchte sind auch gut, aber ich mag frische Früchte mehr. Frische Früchte sind saftig und voller Wasser. Ja, frische Früchte sind die besten. Sie sind sehr erfrischend, besonders an einem heißen Tag. Manchmal trinke ich gerne Fruchtsaft. Orangensaft und Apfelsaft sind meine Lieblingssorten. Ich liebe Fruchtsaft auch. Ich trinke gerne ein Glas Apfelsaft zu meinem Frühstück. Es ist sehr erfrischend. Fruchtsaft zu trinken ist auch eine gute Möglichkeit, Vitamine zu bekommen. Aber ich ziehe es vor, die ganze Frucht zu essen, weil sie mehr Ballaststoffe hat. Das stimmt. Ganze Früchte sind besser für die Verdauung, weil sie Ballaststoffe enthalten. Ich wähle immer ganze Früchte, wenn ich kann. Ich habe heute viel über dein Lieblingsobst und warum du es magst gelernt. Ich habe viel über Äpfel und warum sie gesund und lecker sind gelernt. Es macht Spaß, unsere Lieblingsspeisen zu teilen.
Ja, über Obst zu sprechen, lässt mich jetzt sofort einen frischen Apfel oder eine süße Banane essen wollen. Mir auch. Vielleicht können wir später zusammen zum Markt gehen und frisches Obst kaufen. Das ist eine großartige Idee. Ich würde sehr gerne mit dir zum Markt gehen. Wir können neue Früchte probieren und vielleicht sogar getrocknete Früchte kaufen, um sie zu naschen. Ja, ich möchte nach Drachenfrucht suchen und vielleicht ein paar neue Beeren. Neue Dinge auszuprobieren macht immer Spaß. Ich stimme zu. Jedes Mal, wenn ich zum Markt gehe, sehe ich verschiedene Früchte und lerne etwas Neues. Ich fühle mich sehr glücklich, wenn ich mit dir über Essen spreche. Es ist ein einfaches Vergnügen, das unseren Tag besser macht. Ich fühle genauso. Ideen über Essen und Gesundheit zu teilen ist sehr wichtig. Es hilft uns, gute Entscheidungen zu treffen. Ich versuche immer, gesund zu essen, und Obst ist ein großer Teil meiner Ernährung. Ich denke, Obst hilft mir, energiegeladen und glücklich zu fühlen. Ja, Obst gibt uns Energie und lässt unsere Haut strahlen. Es ist einer der besten Snacks, die man haben kann. Ich werde weiterhin mein tägliches Obst essen und jede Woche neue Obstsorten probieren. Ich auch. Ich werde Äpfel und Bananen weiter essen und mehr exotische Früchte wie Mangos und Drachenfrüchte ausprobieren. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Gespräch hatten. Es war einfach, aber es hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie sehr ich Obst liebe. Ich freue mich auch. Über unser Lieblingsobst zu sprechen ist eine lustige Möglichkeit, Deutsch zu üben und neue Wörter zu lernen. Ja, das ist es. Ich habe neue Wörter gelernt wie exotisch, trocken, Smoothie und Ballaststoffe. Ich habe Wörter wie Zimt, Backen, Rezept und biologisch gelernt. Wir lernen immer, wenn wir sprechen. Das stimmt. Jedes Gespräch ist eine Gelegenheit zu lernen und Ideen auszutauschen. Ich hoffe, wir können in Zukunft über weitere Themen rund ums Essen sprechen. Das würde ich sehr mögen. Vielleicht können wir beim nächsten Mal über unser Lieblingsgemüse oder unsere Lieblingsrezepte sprechen. Das ist eine großartige Idee. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Danke, dass du deine Gedanken über Äpfel mit mir geteilt hast, Ben. Ich habe unser Gespräch wirklich genossen. Danke, Anna, dass du mir von Bananen und all den lustigen Möglichkeiten erzählt hast, sie zu essen. Ich habe heute viel gelernt. Ich bin sehr froh, dass wir Deutsch üben und über Dinge sprechen können, die uns gefallen. Das macht das Lernen Spaß. Ja, Deutsch lernen ist einfacher, wenn wir über einfache und interessante Themen sprechen. Ich stimme zu. Ich werde jeden Tag weiter üben und ich hoffe, du tust das auch. Das werde ich. Lasst uns morgen zur gleichen Zeit wieder treffen, um mehr zu sprechen. Das klingt perfekt. Bis morgen, Anna. Bis morgen, Ben. Hab einen tollen Tag. Du auch, Anna. Auf Wiedersehen. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Ich sage immer Hallo zu meinen Freunden. Hallo ist ein freundlicher Gruß. Entspanne. Entspanne. Ich entspanne am Wochenende. Es ist wichtig, dass du dich entspanne. Nach der Arbeit entspanne ich gerne mit Musik. Nachmittag. Nachmittag. Der Nachmittag ist sonnig. Wir treffen uns am Nachmittag. Am Nachmittag mache ich Hausaufgaben. Lieblingsobst. Lieblingsobst. Mein Lieblingsobst ist der Apfel. Ich esse jeden Tag mein Lieblingsobst. Welches ist dein Lieblingsobst? Knackig. Knackig.
Der Salat ist knackig. Ich liebe knackig gebratenes Gemüse. Die knackig frischen Äpfel sind lecker. Süß. Süß. Der Kuchen ist süß. Die Erdbeeren schmecken süß. Das Baby ist sehr süß. Snack. Snack. Ich esse einen Snack am Nachmittag. Der Snack war sehr lecker. Hast du einen Snack für die Reise? Praktisch. Praktisch. Das ist ein praktischer Ratschlag. Ich finde dieses Werkzeug sehr praktisch. Ein praktischer Ansatz hilft uns, Zeit zu sparen. Saftig. Saftig. Der Apfel ist sehr saftig. Dieses Steak ist besonders saftig. Die saftigen Früchte schmecken gut. Vitamine. Vitamine. Vitamine sind wichtig für die Gesundheit. Ich nehme täglich meine Vitamine. Zu viele Vitamine können schädlich sein. Fit. Fit. Ich möchte fit bleiben. Er ist sehr fit für sein Alter. Wir machen Übungen, um fit zu werden. Stark. Stark. Er ist sehr stark. Die windigen Tage machen die Bäume stark. Sie hat einen stark ausgeprägten Charakter. Interessante. Interessante. Das Buch ist sehr interessante. Ich finde das Thema interessante. Sie hat viele interessante Ideen. Günstig. Günstig. Das Essen hier ist sehr günstig. Ich habe ein günstig Angebot gefunden. Günstig einkaufen macht Spaß. Exotisch. Exotisch. Die exotisch Blumen sind schön. Ich esse exotisch Früchte. Wir reisen zu exotisch Orten. Ballaststoffe. Ballaststoffe. Ballaststoffe sind wichtig für die Verdauung. Viele Obstsorten enthalten Ballaststoffe. Eine Ernährung mit ausreichend Ballaststoffen ist gesund. Zimt. Zimt. Zimt hat einen starken Geruch. Ich streue Zimt auf meinen Apfelkuchen. Zimt ist ein beliebtes Gewürz in der Weihnachtszeit. Rezept. Rezept. Das Rezept ist einfach zu folgen. Ich habe ein neues Rezept für Kuchen. Das Rezept benötigt frische Zutaten. Biologisch. Biologisch. Das Essen ist biologisch. Ich kaufe biologisch angebaute Produkte. Viele Menschen essen biologisch, um gesund zu bleiben. Erfrischend. Erfrischend. Das Wasser ist erfrischend. Ein erfrischender Wind weht heute. Das Obst schmeckt erfrischend im Sommer. Knusprig. Knusprig. Das Brot ist knusprig. Ich liebe knusprig gebratenes Gemüse. Die Kekse sind knusprig und lecker. Was ist Annas Lieblingsobst? Was sagt Ben über Äpfel? Was ist Annas Lieblingsobst? Was sagt Ben über seine Mutter in Bezug auf Äpfel? Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.